Aller guten Dinge sind ja bekanntermaßen 3, deswegen gibt es noch eine Folge GeoGuessr heute mit Fußballstadien rund um den ganzen Globus. Also nochmal ein bisschen härter, mal gucken, wie viele Runden wir machen. Wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und gerne auch einen Kommentar. Vielleicht mache ich ja noch ein Video, wenn ihr das gerne möchtet, schreibt einfach mal rein, was ich da bringen soll. So, erstes Stadion werden vor allem die Frankfurt-Fans, nein, haha, falsch, gut kennen, ist nämlich in Sevilla. Aber ist es das auch? Doch, es ist das Finalstadion. Sevilla, da wo die Eintracht 2022 die Euroleague gewonnen hat. Hat mich gerade ein bisschen irritiert, weil Sevilla hat auch noch ein Stadion, glaube ich. Ein drittes Stadion. Aber es ist Sevilla. Das ist unschwer zu erkennen. Ich kann jetzt leider nicht weiter rumgehen, aber da müsste ich mich schon schwer vertun, wenn es das nicht ist. Und es ist das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Also für immer in Erinnerung von Eintracht-Fans. Europa League Sieg 2022. So, nächstes Stadion. Das ist auch wieder nicht so schwer. Da kann man sich auch anhand der, des Logos hier orientieren. Und zwar sind wir hier bei den Queen's Park Rangers unterwegs. Und das liegt ja in London. London hat ungefähr 10.000 Fußballclubs. Deswegen ist jetzt die Frage, wo es ist. Queen's Park. Finden wir vielleicht den Stadtteil Queen's Park oder Queens? Ich weiß ja nicht genau, wie der heißt, der Stadtteil. Ich glaube Queens. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ansonsten gehe ich weiter raus und mache einfach London. Wir werden dann schon sehen, wo wir landen. Weiß gar nicht, liegt das mehr so hier an der Themse? Mehr im Süden? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich gehe jetzt raus, ich setze einfach hier mal in die Mitte und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ah, gar nicht so weit weg hier. Guck mal, einmal über den Hyde Park rüber, einmal über die Themse und dann sind wir in 8 Kilometern schon am Stadion. Läuft bislang richtig gut. Bislang waren auch alle Stadien dabei, die wir eigentlich relativ gut kennen. Nicht nur durch FIFA, sondern halt auch generell durchs Fußball gucken, Champions League und so weiter, Premier League etc. Das ist auch wieder nicht so schwer. Das dürfte das Stadion von Benfica Lissabon sein. Hier nochmal. Der nette Herr trägt ein Trikot des Vereins in Lissabon. Da mache ich jetzt auch wieder hier auf die Stadt drauf und gucken wir mal. Auch wieder nicht so weit weg, 5,3 Kilometer. Also wir kriegen so, denke ich mal, rund 19.000. Das ist auch wieder nicht so schwer. Also in der ersten Runde, wir machen ja gleich noch eins und vielleicht dann noch eine, haben wir nicht so schwere Stadien, die wir hier erraten müssen. Hier ist natürlich der HSV, der vielleicht auch irgendwann mal wieder aufsteigen will. 4.900 Punkte, mal gucken. Das ist auch nicht so schwer. Hier ist halt auch Logo und so weiter mit dabei. Und Namenszüge, von daher fällt mir das relativ leicht. Racing Straßburg hat die Eintracht auch mal gespielt, als er sich für die Euroleague qualifizieren musste. Hinspiel verloren, 1-0, Rückspiel dann furioses 3-0. So, Straßburg ist irgendwo hier an der Grenze. Glaube ich. Ich muss jetzt nur gucken, wo. Ich glaube zu Freiburg. Irgendwo hier unten. Kann das sein? Wo ist denn Freiburg? Ach Quatsch, ich bin viel zu südlich da oben. Wollte auch sagen, wo ist es denn? Da ist Straßburg. 2 Kilometer nur weg, fast 5.000 Punkte. Also erste Runde haben wir knapp 24.908 Punkte. Ich meine, hätte ich jetzt ein bisschen genauer gesucht und so weiter, aber ich möchte ja das Video jetzt hier nicht auch unnötig ausreizen. Soll ja einfach nur um die Stadien gehen. Also Runde 1 war schon mal einfacher. Beziehungsweise einfach. Jetzt gucken wir mal Runde 2. Fängt jetzt auch nicht so schwer an. Ihr seht durch den Schriftzug im Stadion, es geht halt immer nur darum, die Städte zu finden. Aber wenn das so große Städte sind, dann geht das meistens noch. Marseille, fangen wir schon mal an mit 4.985 Punkten. Dann, nächstes Stadion. Ja, da müsste man als Laie dann schon mal schauen. Auf jeden Fall grün. Hellgrün, dunkelgrüne Sitze. Dann schaut man einmal kurz aufs Logo rauf. Müsste Ferencvárosi Budapesti. Also Ferencváros Budapest. Müssen wir einmal nach Ungarn und einmal Budapest finden. So, einmal hier rein. So, zack. Und dann sind wir auch nur 4,3 Kilometer weg. Also entlang der Donau. Wir waren genau in der Donau. War das schon mal nicht ganz so schlecht hier. Gut, das kennt man halt auch, ne? Wenn man Champions League guckt und wenn man generell einfach fußballaffin ist, wenn man einfach eine Leidenschaft für diesen Sport hat, dann ist das auch nicht so schwer. Hier hinten steht es natürlich drauf, GNK Dynamo. Und daran sieht man, hier ist auch Champions League Banner. Müsste also ein Foto sein aus den letzten Jahren wahrscheinlich. Ist das Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. So, Kroatien. Ich habe es bislang gut erwischt. Also dafür, dass es Football Stadiums hart ist. Wahrscheinlich kommt gleich irgendein Stadion aus Haiti, was ich vorher noch nie gehört habe. Von daher darf ich hier nicht so eine große Klappe haben. So, hier geht es nämlich schon mal los. Aber das ist halt auch für mich nicht
so schwer. Also ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, da müsste ich schon echt sehr, sehr falsch liegen. Aber hier CFR 1907, das müsste Cluj sein. CFR Cluj, hier haben wir Cooper League mit der Plus. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Werbung oder so. Was steht hier? Nitnania. Ich hoffe nicht, dass mich das hier irritiert. Das wird wahrscheinlich Werbung sein von außen hier. NTT Data. Also das muss Cluj sein in Rumänien. Jetzt müssen wir nur die Stadt finden. Wo ist er denn hier? Cluj-Napoca. Ich hoffe, es gibt kein anderes Cluj hier. Ne, da haben wir Craiova, auch noch eine Mannschaft. Auch durch FIFA bekannt. Ich sage ja, durch Videospiele und so, generell durch Videospiele lernt man einfach mehr. Guck mal, 942 Meter. Das ist bislang das nächste, was wir hatten. 4.996 Punkte. Und das letzte Stadion, hier sind wir hier. The Let's Sunderland. Sunderland AFC. Also auch in der zweiten Runde hatten wir jetzt nicht so schwere Vereine mit dabei und so schwere Stadien. Das kann sich natürlich gleich nochmal ändern. Jetzt schauen wir gerade nochmal, wo Sunderland liegt. Ist das eine eigene Stadt? Ich glaube Sunderland war, oder? Stadtteil von irgendeiner anderen Stadt. Aber ich gucke gerade mal, ich glaube Sunderland war eine eigene Stadt. Fragt sich nur, wo das liegt. Hier haben wir Southampton, Bournemouth, Portsmouth, Reading, Oxford, also hier ist Swindon Town, auch Cheltenham. Das sind alles Fußballstädte. Northampton, Cambridge, Peterborough, aber kein Sunderland. Hier ist Norwich, Ipswich. Wo versteckt sich denn Sunderland? Ist das vielleicht bei Newcastle oben? Hier ist Hull City, Middlesbrough. Da gab es auch immer ein Derby, oder? Hatte Sunderland nicht auch irgendwie eine Rivalität mit irgendeinem anderen? Ah, hier ist Sunderland. Guck mal, Newcastle. War ich gar nicht so verkehrt hier. Gibt es ein schönes Derby. Newcastle gegen Sunderland. 650 Meter. Geht noch näher als in Rumänien. Also hier haben wir auch 4.998 Punkte. Ich bin jetzt Rookie Hiker. Ich habe mich da mal angemeldet. 24.943 Punkte. Letzte Runde. Machen wir noch mal eine Runde. Vielleicht dauert es ja diesmal ein bisschen länger. Je nachdem, was ich hier für Stadien kriege. Gut, das ist jetzt nicht ganz so leicht auf den ersten Blick. Da muss ich jetzt auch, obwohl, gut, da oben das Logo. Das verrät es dann halt meistens schon. Also mir hier, das ist Racing. Und zwar ist das in, jetzt darf ich bloß nicht falsch liegen, ich glaube in Argentinien. Aber ist jetzt die Frage, welche Stadt in Argentinien, ne? Die Mannschaft erkenne ich jetzt hier nicht. Oder warte mal, wenn man hier oben guckt. Via de was weiß ich, La Banda de la Quema. Ja, das ist Racing. Irgendwas mit Racing. Und ich bin der Meinung, das ist Argentinien. Oder ist das... Das ist, glaube ich, Argentinien müsste das sein. Ich schaue mal in Argentinien, ob es da eine Stadt gibt. Racing, jetzt ist halt die Frage, ne? Welche Stadt passt dazu? Racing Cordoba, Racing Buenos Aires. Ist das Buenos Aires? Das ist schwer. Also da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Aber ich glaube, das ist Argentinien. Ich glaube, so falsch kann ich da gar nicht liegen. Oder warte mal, kann man hier vielleicht noch mal ein bisschen was erkennen? Botazo, Hermosa. Nee, das muss Argentinien sein. Brasilien ist es nicht. Olympikus. Ja, Argentinien. Da muss ich jetzt aber auch raten. Ich mache einfach mal Buenos Aires. Ich bin mir da echt nicht sicher. Aber es war Buenos Aires, ja. Habe ich nochmal Glück gehabt. 14 Kilometer. Da seht ihr auch mal, wie groß Buenos Aires ist. War mir doch so. Und ich glaube, der Club heißt irgendwie Racing. Hast du nicht gesehen. So. Stadion von oben. Okay, auch sehr, sehr interessant. Mit Bergen im Hintergrund. Der Rasen sieht so ungefähr aus wie bei uns in den Kreisklassen. Auf vielen. Jetzt muss ich von oben gucken. Vielleicht Dua Café Rzeczny Moment. Ja, könnte so auf dem Balkan liegen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, da das Logo. Da ist das Logo. Ich kann es nicht erkennen. Oder ist das Italien? Ne, Italien sieht so nicht aus. Ne. Gut, da ist eine albanische Flagge. Gut, dann wird es in Albanien sein. Ich hoffe, das ist jetzt hier irgendwie keine Irreführung. Ich gucke nochmal hier hinten. Ja, doch mit diesen Doppelpunkten oben drauf. Das müsste Albanien sein. Jetzt ist halt die Frage, ist das auch in der Hauptstadt? Ist das in... Wie heißt die Hauptstadt von Albanien? Tirana? Ich glaube. Ich würde jetzt einfach die Hauptstadt nehmen, weil ich wüsste jetzt nicht, welchen Club es sonst noch in Albanien gibt. Ich bin ja jetzt nicht so fußballaffin, was so Albanien betrifft. Aber ja, okay, Tirana, 1,7 Kilometer. Sieht gut aus.
So, nächstes Stadion, schauen wir mal. Rot-Grau von außen, gucken wir mal. Das sieht sehr, auf jeden Fall nicht europäisch aus. Mal raus aus Europa. Wir hatten ja die letzten Stadien, in den ersten 2 Runden waren ja fast nur aus Europa. Das wird jetzt schon mal ein bisschen schwerer, aber das findet man auch raus. Jadwal Perlawanan Liga Super 2019. Stadium Tun Abdul Razak in Pahang. Jetzt müsste man nur wissen, wo das liegt. Na, den Logos hier kann man es vielleicht erkennen. Kuala Lumpur. Also, Kuala Lumpur ist Malaysia. Jetzt muss ich das richtige Land finden, ne? Genau, hier Malaysia. Kuala Lumpur mache ich einfach mal rein. Vielleicht ist es auch eine andere Stadt und die sind nur dazu eingeladen. Aber, ja gut, das war nämlich so ein bisschen das Irreführen, ne? Da stand zwar Kuala Lumpur drauf, die haben aber hier gespielt. Und zwar in Bandar Tun Razak. Stadium Tun Abdul Razak. Da haben sie gespielt. Wahrscheinlich die malaysische Liga eröffnet. Hier, da haben wir auch Pahang. Die standen auch übrigens drauf. Nun gut, vorletzte Runde. Wieder mal. Sieht auch wieder so südamerikanisch aus. Auf den ersten Blick. Da müsste ich jetzt aber auch wieder nach den Logos gucken. Das ist alles sehr verschwommen. Puh, ich habe keine Ahnung auf den ersten Blick. Ich dachte, man würde es erkennen durch das Logo. Das würde man wahrscheinlich auch. Aber ich kann mich ja auch nicht viel weiter bewegen. Also ich muss jetzt hier mit dem arbeiten, was ich habe. Ich kann da absolut nichts erkennen. Absolut nichts erkennen und ich bin auch hier gefesselt. Ich kann nur raten. Ich kann wirklich nur raten. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren in Südamerika. Ich glaube nicht, dass das Nordamerika ist. Nee, ist das Brasilien? Ich würde auch spontan wieder Argentinien sagen. Oder auf jeden Fall Südamerika. Mal gucken. Ich glaube, da werde ich richtig reinchoken. Oder auf einer Insel. Das kann auch irgendwo auf einer Insel sein. Ich mache jetzt einfach nochmal Argentinien. Irgendwo hier in der Mitte. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ah ja, guck mal. War doch nicht ganz so weit weg. 15.000 Kilometer. Oh, da lag ich. Wo waren wir denn? Ja gut, das hätte ich nicht erkannt. Wo waren wir? Wir waren in Indien. Okay, Indien. Und dann? Welches Stadion? Margao. Noch nie gehört. Guck, das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn du es vorher noch nie gehört hast und wenn man nur auf diesem einen Punkt stehen bleiben kann, wenn man sich nicht umschauen kann, da kannst du einfach nur verkacken. Oder du hast halt echt großes Glück. Genauso wie hier. Hier kann ich halt, ja, warte mal, da ist so ein Zug, Marathon. Okay, Marathontor. Stehen ein paar Palmen im Hintergrund. Vielleicht ist das auch ein Hinweis. Schwarz-Weiß-Rot. Die Tribünen. Aber hier ist auch leider kein Logo zu erkennen. Hier ist auch irgendwie ein Abschnitt dazwischen. Da hinten steht was drauf. Aber ich kann es nicht erkennen. Nein. Ich kann es nicht erkennen. Schade. Was ist das für ein Stadion? Das wird doch wohl nicht das... Nee. Von Levski Sofia nicht. Nee, das hätte ich erkannt. Das ist aber noch ein Stadion direkt daneben. Tja, muss ich auch raten. Habe ich keine Ahnung. Ja, habe ich leider keine Ahnung von. Da tappe ich auch im Dunkeln. Man kann auch da hinten nichts erkennen. Da ist kein Schriftzug. Hier steht auch weiterhin nichts. Oder warte mal, wenn ich hier hinten gucke. Nee. Ist nicht zu erkennen, keine Ahnung. Also von den Palmen her könnte man wieder sagen, irgendwo auf der Karibik oder in der Karibik. Flutlicht hier, Flutlicht da. Wie gesagt, direktes Stadion daneben. Keine Ahnung, wo das sein soll. Machen wir mal, ja, Kuba, Puerto Rico. Also von den Palmen her würde ich das jetzt eher hier so Kuba zuordnen oder Puerto Rico auch. Wahrscheinlich wieder völlig daneben. Wahrscheinlich auf der anderen Seite in Australien jetzt irgendwo oder in Neuseeland. Schauen wir mal. Ah, so weit war ich gar nicht weg. Also so Karibik und so war ja okay. Wo waren wir? Trinidad und Tobago in... Wo waren wir? Port of Spain. Okay, wir waren nämlich im... Wo waren wir hier, ne? Im TNT Track and Supporters Association. Wahrscheinlich hier Jean-Pierre Sports Complex war das Stadion daneben. Ja gut, also die letzten beiden waren jetzt so ein bisschen schwieriger für mich, deswegen nur 15.500 Punkte. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Es waren sehr interessante Stadien mit dabei, wie ich finde. Und wenn es euch auch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar mit weiteren Vorschlägen, kostenloses Abo, wenn ihr mehr GeoGuessr-Videos sehen wollt. Und dann macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.